nächsten Sonntag wieder. Das war's für heute. Schönen Abend noch. ZDF Forum. Notfallschule. Was sagen die Schüler? Welche Meinung haben die Lehrer? Können Politiker die Probleme lösen? Was meinen Sie? ZDF Forum, Mittwoch um 22:15 Uhr live. Die ZDF-Expedition wird Ihnen präsentiert von Culture by Tabak. Es existieren noch Orte auf der Erde, die nirgends richtig verzeichnet und vielleicht auch noch von keinem Menschen je gesehen, geschweige denn betreten worden sind. Einer von ihnen, Shangri-La, magischer Sehnsuchtsort auf dem Dach der Welt. In einem geheimnisvollen Kloster in Tibet bewahren weise Mönche die geistigen Schätze der Menschheit. Legende oder konkrete Erinnerung an eine längst versunkene Kultur. Der Abenteurer und Tibet-Spezialist Bruno Baumann ist dem Geheimnis seit Jahren auf der Spur. Er hat viele tausend Kilometer in der Gebirgswüste zurückgelegt. Um das Rätsel zu lösen, muss er bis an seine physischen Grenzen gehen, in unbekanntes Terrain vorstoßen. Die Suche nach Shangri-La ist eine der letzten Entdeckungsreisen der Welt. Anflug dicht über die Bergriesen des südlichen Himalaya. Der Weg nach Shangri-La führt mitten hinein ins höchste Gebirge der Welt, die einzig mögliche Route nach West-Tibet. Von hier geht es nur zu Fuß weiter, über fast 5000 Meter hohe Pässe. Ein Buschflugzeug bringt Bruno Baumann auf den letzten Flugplatz jenseits der Schneegipfel, nach Simikot. Simikot, das sind einige Dutzend Häuser und ein paar hundert Meter Graspiste an einem Berghang. Mindestens 12 Mal ist der deutsche Abenteurer hier schon gelandet. Doch mit seiner jüngsten Expedition hofft er, Grenzen zu überschreiten, in Sperrgebiete vorzustoßen, die noch kaum ein Mensch betreten konnte. In Simikot warten Sherpas auf Bruno Baumann, erfahrene, erprobte Männer des hier lebenden Bergstammes. Er kennt sie seit vielen Jahren, vertraut ihnen. Auf dieser Reise darf es keine unliebsamen Überraschungen geben. Yongcher, der Anführer seines Expeditionsteams, bringt den Tibet-Forscher zum Dorfplatz. Die Frauen begrüßen die Mannschaft auf traditionelle Weise, mit Yak-Butter. Ein herzlicher Empfang. Fast so, als sei der Weltreisende hier zu Hause und endlich heimgekehrt. Er wird mit Zampa bewirtet, gerösteter Gerste. Super frisch. Hauptnahrungsmittel der Tibeter. Damit überleben die da in dieser Gebirgswüste. Ein bisschen, das muss man trinken, das ist nämlich Joghurt. Ein bisschen verraucht. Lagebesprechung. Ein letztes Mal geht Bruno Baumann mit seinen Sherpas die Route durch. Tibet ist ungefähr so groß wie Westeuropa. Die Expedition wird von Nepal aus in die westtibetische Hochebene führen. Anfangs entlang des Humla Karnali, dann weiter zum heiligen Berg Kailash. Von dort aus will Baumann dem Sutlej nach Westen folgen.
in kaum bekanntes Gebiet. Auf der Suche nach Shangri-La muss er große Risiken eingehen. Die Ausrüstung wird auf Maultiere und Yaks verladen. Der erfahrene Globetrotter ist auf alles vorbereitet. Selbst wildwassertaugliche Schlauchboote lässt er durch den Himalaya schleppen. So, jetzt bewegen wir uns zwar noch auf einen alten Karawanenweg, aber danach werden wir ein unbekanntes Terrain vorstoßen, in dem noch niemand mehr lebt, in dem wir ganz auf uns allein gestellt sein werden. Ein gewagtes Unternehmen. Aber nur mit einer Expedition kann er herausfinden, ob Shangri-La mehr ist als eine schöne Legende. Das ist ein Thema, Shambhala, oder sagen wir Shangri-La, wie das im westlichen populären Namen heißt, beschäftigt mich schon seit ich eigentlich nach Tibet reise. Das hat mich sogar nach Tibet geführt. Die Vision, dass es irgendwo auf der Welt noch einen paradiesischen Ort gibt. Und wenn, dann vielleicht im Himalaya, vielleicht in Tibet. Die Reiseroute folgt den wenigen Angaben, die in der Shangri-La-Legende überliefert sind. Shangri-La, Inbegriff für einen Sehnsuchtsort. Für die Buddhisten ist es Shambhala. Einerseits fantastische Vision, andererseits konkreter Ort. Geografisch festgehalten von tibetischen Mönchen, die angeblich dort waren. Wurzelt die märchenhafte Geschichte in einem untergegangenen Königreich? Der buddhistische Mythos. Inspiration für einen amerikanischen Roman und einen Film. Beides riesige Erfolge beim Publikum der 30er Jahre. Nach einer Notlandung im Himalaya werden 4 Amerikaner von seltsamen Mönchen gerettet. Ihre friedvolle, sanfte Gesinnung erfüllte die Sehnsüchte der Amerikaner in den angstgeprägten Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg. Man führt die Überlebenden in ein Kloster, das nur durch einen geheimen Tunnel erreichbar ist. Das heilige Refugium wird von einem fast 200-jährigen Abt geleitet. In Shangri-La hüten wenige Eingeweihte die geistigen Schätze der Menschheit. Ein Paradies, das nicht entdeckt werden will und darf, bis die Gesellschaft die Reife dafür erlangt hat. Werden die Geretteten das kostbare Geheimnis bewahren? Bittere Ironie, dass Baumanns Expedition diesen Menschheitstraum im heutigen Tibet sucht. Einem Land, das seit 1949 gewaltsam von Rot-China besetzt wird, dessen buddhistische Kultur systematisch zerstört wird. Ein dunkler Schatten liegt über Tibet, über der grandiosen Gebirgslandschaft des Himalaya. Himalaya, das klingt nach Schneegipfeln und eisiger Kälte. Aber hier auf der Südseite sorgt der Monsun für üppiges Grün zwischen den Felsen und angenehme Temperaturen. Auch wenn jede Bewegung schwerfällt, weil die Luft in 4000 Meter Höhe sehr dünn ist. Viele buddhistische Mönche mussten aus Tibet fliehen, fanden im Süden Zuflucht, hinter den schützenden Schneeriesen in Nepal. Dort bauten sie ihre Klöster wieder auf, ritzten heilige Silben in die Steine und errichteten Chörten, die ihr Weltbild symbolisch darstellen. Im Kloster Yalbang hofft Baumann, Spuren zu finden, Hinweise auf Shambhala zu erhalten. Es sind die Mönche, die das tibetische Wissen bewahren. Sie geben es mündlich weiter, von Generation zu Generation. Alles geht auf einen großen Lehrer, einen Missionar zurück, der vor 1250 Jahren auf demselben Weg ins Land kam, Padmasambhava. Er brachte um 750 den Buddhismus von Indien nach Tibet. Alles Leben ist leidvoll, lehrte Buddha vor 2500 Jahren in Indien. Die Ursachen des Leidens sind Gier, Hass und Verblendung. Erlöschen die Ursachen, verschwindet das Leiden. Das richtige Denken, das richtige Tun, die wahre Natur der Wirklichkeit zu erkennen, beendet den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt.
Die friedvolle Lehre Buddhas schrieben seine Schüler in Bücher aus Palmblättern. Als Wandermönche verbreiteten sie sein Wissen in ganz Asien. In Tibet fiel es auf fruchtbaren Boden. Die Blattform der tibetischen Klosterschriften erinnert bis heute an die tropische Herkunft des Buddhismus. Yalbang ist ein bedeutendes Kloster. Was wissen seine Mönche über Shambhala? Der Lama zeigt Baumann eines der wichtigsten Bücher des Buddhismus, das Rad der Zeit, eine Einweihung in Kalachakra. Diese uralte Schrift eröffnet höchste spirituelle Einsichten für den Weg zur Erleuchtung. Geschrieben in Shambhala blieb das Buch bis etwa 1000 nach Christus geheim, da die Zeit noch nicht reif war, es unter den Menschen zu verbreiten. Ob es Shambhala in Wirklichkeit gibt, will Baumann wissen, ob er wisse, wo es liegt. Es liege am Berge Kailash, meint der Oberlama. Kailash, der heilige Berg, ist also das nächste Ziel auf dem Weg nach Shambhala, nach Tibet. Das bedeutet 5 Tage zu Fuß durch den Himalaya und Aufstieg auf 4700 Meter. Gebetsfahnen am Narala-Pass. Der Wind soll die Worte Buddhas über das Land tragen. Die Natur wird geheiligt. Die Passhöhe. Jeder Wanderer wirft einen Stein. Gemäß der Tradition umrunden Buddhisten solche Hügel immer im Uhrzeigersinn. In der Ferne, am Horizont, beginnt Tibet, eine andere Welt. Liegt irgendwo in dieser Gebirgswüste Shambhala, der Sehnsuchtsort von Abenteurern und Gläubigen? Wird Bruno Baumann sein Ziel erreichen? Der Lama des Yalbang-Klosters hat ihm von einer Prophezeiung berichtet. Gleichgültig, ob Shambhala ein Ort irgendwo auf diesem Planeten ist oder nicht, er kann nur von denen gesehen werden, deren Geist rein ist. Die Suche nach Shambhala ist eine Prüfung für Geist und Körper. Der Weg führt durch eine majestätische, lebensfeindliche Bergwelt. Die dünne Höhenluft macht selbst den robusten Yaks zu schaffen. Jeder Schritt kostet hier Willenskraft. Schamanistische Symbole, Yak-Schädel, sollen die Anwesen im Tal vor Dämonen beschützen. Nach dem Abstieg die Hochebene, 4000 Meter über dem Meeresspiegel. Der heilige See Manasarovar. Er bildet mit dem Kailash eine spirituelle Einheit. Bruno Baumann und seine Sherpas steigen in geländegängige Fahrzeuge um. Auf der Hochebene müssen große Distanzen überwunden werden. In der Nähe des Sees liegt Chio Gompa, ein Kloster, das die Geschichte Tibets verändert hat. Hier hat Padmasambhava meditiert und gelehrt. Der Mönch, der die Tibeter zu Buddhisten machte. Puja, die buddhistische Andacht. Die Mönche beten. Verehrung ihm, dem Erhabenen, dem Heiligen, dem vollkommen Erwachten. Wenn Bruno Baumann etwas über Shambhala erfahren kann, dann hier. Denn von diesem Zentrum des Wissens verbreitete sich der Buddhismus in Tibet. Was weiß er? Was ist Shambhala? Shambhala ist das Paradies Guru Rinpoches. Es liegt westlich von hier. Guru Rinpoche ist der Ehrenname Padmasambhavas. Guru Rinpoche bedeutet erhabener Lehrer. In dieser Höhle soll der buddhistische Missionar meditiert haben. Hier hat er die Bergdämonen besiegt, die den Ort bis zu seiner Ankunft beherrschten. So überliefert es die Legende. Mythen über gewonnene Kämpfe mit Zauberern und Dämonen, sie begleiten Guru Rinpoche. Sind sie Hinweise auf geschichtliche Ereignisse, Auseinandersetzungen, Glaubenskriege? Reliquien.
Beim siegreichen Kampf mit den Dämonen soll Guru Rinpoche diesen Fußabdruck hinterlassen haben. Aber auch von Dämonen finden sich überall Spuren. Halbmond und Sonne direkt vor der Höhle. Sie waren wichtige Symbole des alten vorbuddhistischen Glaubens und wurden wohl gerade deshalb von der neuen Religion übernommen. Bis heute sind diese Glaubensvorstellungen in den Nomadenvölkern lebendig. Sie gehören zu ihrer angestammten Lebensart als Viehzüchter, die sich seit Jahrtausenden nicht verändert hat. Die wichtigste Schrift des tibetischen Buddhismus, die Kalachakra-Einweihung, ist auf geheimnisvolle Weise mit Nomadenmythen verwoben. Wie viel altes schamanistisches Wissen ist in dem heutigen spirituellen Gedankengut bewahrt. Der Kailash, seit Urzeiten heilig, ist das Ziel für Pilger aus 4 Glaubensrichtungen: Buddhisten, Hindus, Jainisten und die Anhänger des Bön, einer uralten animistischen Weltanschauung in Tibet. Eine beseelte Natur braucht Vermittler zwischen Menschen und Geistern, die Schamanen. Diese Zauberer wanderten mit den Urtibetern aus Zentralasien ein. Bön wurde zur Religion eines legendären Großreiches, dessen Priester, die sogenannten Bönpos, große Macht hatten. Viele Elemente ihrer Spiritualität sind den zentralen Lehren des nachfolgenden Buddhismus verblüffend ähnlich. Es war ein Reich mit eigener Kultur, eigener Schrift. Eine Welt, in der die gesamte Natur beseelt war. Die Bön-Priester beschworen Tiergeister mit Tänzen, die bis auf den heutigen Tag aufgeführt werden. Geheimnisvolle Überreste des alten Volksglaubens. Darboche, der Lebensbaum, die Weltachse, wird jedes Jahr neu aufgerichtet. Auch das ist ein Erbe des Bön. Heute verbindet dieses Ritual Buddhisten mit den letzten Anhängern der animistischen Anschauung. Ein weiteres Relikt der alten Bön-Religion hier am Kailash ist dort oben dieser sogenannte Vajrayogini-Friedhof. Ein flacher Felsen, an dem die sterblichen Überreste des Menschen der sogenannten Himmelsbestattung überantwortet werden. Auch diese Art der Bestattung stammt aus der Bön-Zeit. Himmelsbestattung hat aber auch praktische Gründe hier in Tibet, denn da ist die Erde monatelang gefroren. Da gibt es kein Holz, um die menschlichen Überreste zu verbrennen. Deshalb wird der Körper dort oben zerlegt und den wilden Tieren gewissermaßen als letztes Opfer dargeboten. Und der fliegt dann im Bauch der Vögel sozusagen gegen den Himmel. Diese Tradition erscheint uns merkwürdig, unheimlich und fremd. So fremd wie den Tibetern Körperbehaarung und Bart. Rund um den Kailash haben Pilger Mani-Steine hinterlassen, ähnlich den Gebetsfahnen mit heiligen Sätzen oder Silben beschriftet. Zeugnisse der tiefen Spiritualität der Pilger. Den Sechstausender umgibt eine magische Aura, der man sich nicht entziehen kann. »53 Kilometer zieht sich der Pilgerweg um das große Schneejuwel«, wie der Berg von den Gläubigen liebevoll genannt wird. Für sie ist der Riese Mittelpunkt der Erde. Auch der damals weltberühmte russische Künstler Nikolaus Röhrig war verzaubert vom Kailash und konvertierte zum Buddhismus. Er unternahm mehrere Expeditionen, malte und schrieb ein Buch über seine Reise nach Shambhala. War er wirklich dort? Röhrig wurde für den Friedensnobelpreis nominiert.
Der Röhrig-Pakt zum Schutz von Kulturgütern in Kriegszeiten wurde 1935 im Weißen Haus von Roosevelt und Repräsentanten 20 weiterer Nationen feierlich unterzeichnet. Röhrig schuf im Abendland den Mythos, der in Buch und Film später Shangri-La genannt wird. Der russische Künstler hat auch das Nienpo-Kloster direkt am Heiligen Berg besucht. Deshalb hofft Bruno Baumann, hier weitere Hinweise über Shangri-La oder Shambhala zu erhalten. Der Lama verspricht Hilfe. Er könne ihm etwas sehr Altes, sehr Wertvolles zeigen. Zuerst jedoch müsse er ein Baby segnen. Die Pilgerfamilie spendet Yak-Butterlampen für die Zeremonie. Die Muschel, ein Glückssymbol im tibetischen Buddhismus, mitten im Gebirge Hinweis auf den fernen Ursprung der Religion. Dann führt der Lama Baumann in eine Nebenkammer des Heiligtums. Dort erwartet ihn eine Sensation. Niemand hat diese Masken je fotografieren oder filmen dürfen. Schnell. Hier bewahren die Mönche ihre Reliquien auf. Böhnenmasken, uralt. Sie zeigen Disen Lazen, den Schutzgott Kailash, bevor die Buddhisten kamen. Before Buddhists came, already here, in the Mount Kailash. Dormas, das ist eine ganze Reihe von Dormas, von diesen Geisterfallen, auch ursprüngliche Bönen. Weiß der Hüter etwas über den Weg nach Shambhala? Haltet euch Richtung Nordwesten, flüstert der Mönch Baumann zu. Die Expedition folgt seinem Rat. Irgendwo hier soll das geheimnisvolle Paradies liegen. Aber je näher Baumann der Lösung des Rätsels kommt, desto vager werden die Hinweise. Lagebesprechung an der Quelle des Sutlej, mit Röhrigs Buch als Wegweiser. Am Kailash entspringen 4 der größten Flüsse Asiens: Indus, Brahmaputra, Ganges und Sutlej. Für die Pilger ein Beweis für seine Heiligkeit. Shambhala soll nordwestlich des Heiligen Berges liegen. Deshalb will Baumann dem Sutlej folgen. An seiner Quelle liegt ein Kloster, aber dessen Mönche wissen nicht genau, wo Shambhala liegt. Irgendwo im Nordwesten, sagen sie. Der Abenteurer ist deshalb überzeugt, dass der Fluss den Weg weisen wird. Wasser ist der Quell des Lebens. Wenn Shambhala Realität war, haben dort Menschen gelebt. Und Menschen brauchen Wasser. Neuland. Bis vor kurzem war dies alles militärisches Sperrgebiet. Bis hierher schaffte es vor einigen Jahren eine BBC-Expedition, dann musste sie aufgeben. Auch der Forscher Charles Allen suchte leidenschaftlich nach Shangri-La. Schmerzhaft ahnte er damals, dass sie nur wenige Kilometer von der Erfüllung seiner Träume trennten. Baumann ist jetzt seit mehr als 70 Jahren der erste Fremde in diesem Gebiet. Warten archäologische Juwelen auf ihn? Oder doch nur die leere Gebirgswüste? Tatsächlich gelingt es ihm, die unsichtbare Grenze zu überschreiten, an der alle bisherigen Expeditionen gescheitert sind. Wenige Kilometer später. Er will überprüfen, wie viel Wasser die Nebenflüsse des Sutlej führen. Aber dann traut er seinen Augen nicht. Wasang, do you see over there? Sind das Mauerfundamente? Überreste einer Siedlung? Noch unterdrückt er seine Erregung. Kann es wirklich sein, dass nur knapp hinter der einstigen Militärsperre ein solcher Schatz auf ihn gewartet hat? Nur nicht zu früh freuen. Jetzt ist er nicht mehr zu halten. Let's go down. Tatsächlich.
Reste einer alten Siedlung. Kein Archäologe hat dieses Ruinenfeld je zu Gesicht bekommen. Baumann ist wie vom Donner gerührt. Das war kein blinder Zufall, sondern sehender Geist, der die Steine da behauen hat. Und jeder Stein atmet Geschichte hier. Wenn man weiß, dass das Shang-Chung-Reich vor 1200 Jahren untergegangen ist, dann kann das gut 3000 Jahre alt sein. Oder noch älter. Neolithisch. Eine riesige Siedlung in einer heute gottverlassenen Gegend, die komplett verwüstet ist. Da fragt man sich, was hat es hier gegeben? Steinstelen, mitten zwischen den Gebäuderesten. Das sind sogenannte Dorings, rituelle Steinsetzungen. Die gibt es weltweit eigentlich als frühe Religiosität der Menschen. Die Funktion hier in Tibet, darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Es könnte Ahnenkult sein, meiner Meinung nach. Es könnten aber auch Grabstelen sein. Und dass das hier alles Gräber sind, und wenn es Gräber sind, könnten das hier unter Umständen die Gräber der Shang-Chung-Könige sein. Dann würde hier eine archäologische Sensation ihrer Entdeckung harren. Das ist ein Kindheitstraum, der Wirklichkeit wird. Im 21. Jahrhundert hält man es ja kaum für möglich, dass man noch auf dem Planeten derartiges finden kann. Eine Art versunkene Kultur, die bisher selbst von Fachgelehrten für reine Legende gehalten wurde. Man müsste hier systematisch graben und erst dann würden die Steine zu sprechen beginnen, würden ihre Geheimnisse preisgeben. Eine unglaubliche Entdeckung, ein erster Erfolg. Aber wer hat die Ruinenstadt gebaut? In der Nähe soll es ein Böhnenkloster geben. Baumann macht sich auf den Weg dorthin. Ob die Anhänger der uralten Religion seine Fragen beantworten können? Ob sie Shambhala kennen? Das Njungalka-Kloster. Gebetsmühlen, Gläubige, die den heiligen Bezirk betend umrunden. Heute ist die älteste tibetische Religion kaum vom Buddhismus zu unterscheiden. Der sogenannte Neue Bön wurde vom Dalai Lama sogar als 5. Schule seines Glaubens anerkannt. Nur wenig ist von den ursprünglichen Elementen erhalten. Vor 1300 Jahren tobten hier blutige Kämpfe zwischen einem Bön-Großreich und buddhistischen Königtümern. Wie ein Schwalbennest liegt das Kloster Guru Gem an den Fels geschmiegt. Sein Höhlenlama soll viele Geheimnisse des alten Bön kennen, heißt es. Wissen, dass wohl mit ihm sterben wird. Der Weg zur Erkenntnis ist lang und steinig. Falls Baumann das vergessen haben sollte, jetzt wird er daran erinnert. Baumann wird sofort vorgelassen. Gastfreundschaft ist ein hoher Wert in allen tibetischen Klöstern und die Herzlichkeit der Geistlichen ist zutiefst beeindruckend. Der Höhlenlama leiht ihm geduldig sein Ohr. Die Siedlung sei sehr alt, älter als das Bönreich, das es hier einst gegeben hat. Die Dorings sollen auf Königsgräbern errichtet worden sein. Das hat ihn einst sein Oberlama gelehrt. Und Shambhala, natürlich hat er schon davon gehört. Aber die Buddhisten haben es doch erst durch die Bön-Mönche kennengelernt. Eigentlich heißt es, Olmo-Lungreng ist das Paradies der Bön-Religion. Die Buddhisten haben ihm nur einen anderen Namen gegeben. Dass es in der Nähe liegt, glaubt er nicht. Aber etwas weiter flussabwärts gibt es noch mehr Ruinen, eine ganze Stadt. Ruinen des Shang-Chung-Reiches. Er schreibt die Namen der Ruinen auf. Njungalka-Karpo, das Silberschloss im Garuda-Tal. Baumann ist wie elektrisiert, macht sich sofort auf den Weg. Wenn der alte Höhlenlama recht hat, wartet flussabwärts eine Sensation. Das Shang-Chung-Reich, es ist sozusagen das asiatische Atlantis. Wissenschaftler sagen, Shang-Chung sei nur ein Mythos, ein Märchen. Könnte es möglich sein, dass der Lama recht hat?
Und sind die geheimnisvollen Ruinen, von denen er berichtet, auch der Ursprung der Shambhala-Legende? Ist Shambhala mythische Erinnerung an ein prachtvolles Böenreich? Hat es einen realen Hintergrund in der Nähe des Kailash? Und wenn ja, warum ist es untergegangen? 711 nach Christus. Der Buddhismus gerät in seinem Ursprungsland Indien in Bedrängnis. Islamische Krieger rücken erstmals nach Osten vor. Sie töten jahrhundertelang wehrlose Mönche, zerstören Klöster. Die Inder fliehen nach Norden, über den Himalaya nach Tibet, in das Land der Böenmönche. Sie missionieren mit großer Kraft. Der alte Glaube gerät ins Hintertreffen. Alte Böenreiche und neue buddhistische Königtümer bekämpfen sich offen. Nach 300 Jahren triumphiert schließlich das buddhistische Königreich Guge. Es wird zur unbestrittenen Führungsmacht der Region. Die Ruinen von Guge gehören zu den wichtigsten Kulturdenkmälern Tibets. Wandmalereien beweisen, trotz der Kriege, die teilweise bis zur Ausrottung geführt werden, die alte schamanistische Kultur existiert weiter, überlebt in verwandelter Form. Im tibetischen Buddhismus ist das Erbe des Böen aufgehoben, bewahrt. Vorbereitung für die Flussfahrt. Die Expeditionsboote erhalten glückbringende Namen. Kuschok, ein ehemaliger Lama, schreibt sie in seiner Sakralschrift auf den Bug. Flussabwärts sollen die geheimnisvollen Ruinen liegen. Mit Spezialschlauchbooten will Baumann diesen nie befahrenen Teil des Sutlej erkunden. Er bittet um Schutz für sein Vorhaben. Ein Böen-Lama segnet die Boote. Ohne seine Gebete und spirituelle Begleitung will Baumann nicht aufbrechen. In einer Hütte auf dem nahen Berggipfel, einem uralten Kultplatz, wird der Lama seine Gottheiten anrufen. 9 Götter haben die Welt erschaffen, glauben die Böen-Anhänger. Eine Welt mit Geburt, Tod und Krankheiten. Durch Rituale kann man die Götter als Verbündete und Beschützer gewinnen. Dies ist einer der letzten Orte in Tibet, an dem der Böen-Glaube noch in alter Form zelebriert wird. Aber ob es sich bei diesem Ritual um den Glauben der Shang-Shung-Zeit handelt? Niemand weiß es genau. Die Vorstellungswelt des Böen ist geprägt von Yeshen, einem heiligen Urgrund. Er ist die friedvolle, passive Ruhe, aus der die Welt hervorgegangen ist. Von der Berghöhe lässt sich die Einmündung 3 Täler gut überblicken. Ein idealer Platz für eine militärische Garnison. Kein Angreifer kann sich unbemerkt nähern, der Verteidiger hat alle Vorteile auf seiner Seite. Die strategisch wichtige Lage haben sich die Soldaten des alten Shang-Shung-Reiches zunutze gemacht. Überreste von Wehrmauern. Aber hier, wo blutige Abwehrkämpfe ausgefochten wurden, war wohl kaum die Königsresidenz. Baumann fragt, wo die Königsburg Kyunglung liegt, das legendäre Silberschloss im Garuda-Tal. Flussabwärts, sagt der Lama, Richtung Westen. Noch nie hat ein Mensch den Sutlej in diesem Abschnitt befahren. Niemand weiß, welche Gefahren in den Schluchten lauern, ob der Fluss überhaupt passierbar ist. Wenn hier ein Unfall geschieht, kann niemand helfen. Es gibt keine Rettungshubschrauber, keine Krankenhäuser, noch nicht einmal Ärzte in erreichbarer Nähe. Bruno Baumann lässt sich auf das Wagnis ein. Er will Shangri-La finden, das legendäre Shang-Shung, das Silberschloss im Garuda-Tal, koste es, was es wolle. Immer tiefer stößt er in unbekanntes Terrain vor. Die Steilwände ragen mehrere 100 Meter hoch und verengen sich.
Der anfangs ruhig dahinfließende Sutlej zeigt jetzt sein anderes Gesicht. Plötzlich, mitten im Kampf mit den Elementen, Ruinen weit entfernt an den Berghängen. Dies sind die ersten Bilder einer geheimnisvollen, bisher völlig unbekannten Ruinenstadt. Trotz der gefährlichen Strömungen gelingt es Baumann, einige Fotos zu schießen. Aber wie schnell hat ihn der Sutlej an seiner Entdeckung vorbeigetragen? Und es gibt kein Zurück. Eine halsbrecherische Aktion. Baumann droht, die Kontrolle über sein Boot zu verlieren. Die Kamera ist verloren und uns hat es natürlich an die Felsen gedonnert. Das Boot ist zum Glück hat's verklemmt, sodass das Boot praktisch festhing. Wir schwammen dann mit dem Paddel weiter und konnten da unten dann in ein Kehrwasser hineinschwimmen und uns da aus dieser Situation wieder befreien. Gargan, der Wildwasserexperte der Expedition, wagt den Sprung. Die Boote müssen an Engstellen vom Ufer aus geführt werden. Ich habe Glück gehabt, dass wir vorher stürzten, denn da werdet ihr mit Sicherheit, hätte euch an den Fels gedrückt. Und das ist ja die Gefahr, dass man dann an den Fels festgeklemmt wird und dass man auch aus dem Boot nicht mehr rauskam und dann ersäuft. Ja? Also es war gut, dass wir da vorher schon ausgestiegen sind. Dann ein schier unglaublicher Glücksfall. Hey! Ja, die Kamera! Ja, Bruno! Ja, Bruno! Immer tiefer geht es in den Canyon, immer weiter hinein ins Niemandsland. Für das Team ist die Erstbefahrung dieses Flussabschnitts extrem aufregend. Dann, Kilometer weiter, sind die Zeichen menschlicher Zivilisation unübersehbar. Eine Brücke. Sie führt über den Sutlej. Gibt sie den Weg zum sagenhaften Silberschloss im Garuda-Tal frei? Ist der Shangshung-Mythos doch Realität? Offensichtlich haben sich die Wissenschaftler getäuscht, der Höhlenlama nicht. In den Shambhala-Erzählungen ist die Rede von erquickenden, heißen Quellen. Und tatsächlich, an diesem zauberhaften Ort passt wirklich alles zusammen. Kann es noch einen Zweifel geben, dass Baumann Shambhala erreicht hat oder genauer den Ort, an dem der Mythos geboren wurde? Aus 18 Königreichen soll die Shangshung-Kultur nach alten Schriften bestanden haben. Hier war wohl das Zentrum. Bruno Baumann scheint am Ziel. Im unerforschten Quellgebiet des Sutlej warten sensationelle Funde auf die Archäologen. Nur wenige Ausländer haben diese Ruinen je gesehen. Der italienische Tibet-Forscher Giuseppe Tucci hat sie vor 70 Jahren beschrieben als buddhistisches Kloster. Das größte Geheimnis aber hat er damals schlicht übersehen. Wenn man diese Farben und Formen hier sieht, dann besteht für mich kein Zweifel mehr, dass das hier das legendäre Silberschloss im Garuda-Tal ist. Unter buddhistischen Gebäuderesten verbirgt sich eine alte Shangshung-Burg. Das Silberschloss war Mittelpunkt eines alten Böhnreiches. Eine Entdeckung, die noch Generationen von Archäologen beschäftigen wird. Shangshung, bislang ein asiatisches Atlantis, existierte offensichtlich doch. Einige alte Schriften behaupten, dass Shangshung Shambhala gewesen sei. Haben auch Sie die Wahrheit berichtet? Sicher ist,
Die Burg scheint ein Gleichnis für die tibetische Geschichte zu sein. Eine Mischung aus uraltem Bön und dem später vorherrschenden Buddhismus. Bruno Baumann auf Spurensuche. Er entdeckt einige buddhistische Kultbauten. Oh, das ist ja eine Schrift. Es gibt kein Land auf der Welt, wo die Schrift eine solche Bedeutung hat wie in Tibet. Das ist meiner Meinung nach eine Schrift, die noch heute gar nicht mehr in Gebrauch ist. Es sind zwar alles buddhistische Schörten, aber es könnte auch schon in vorbuddhistischer Zeit ein heiliger Ort gewesen sein. In den Schörten entdeckt er Tschatschas, wunderbare Figuren aus ungebranntem Ton, die buddhistische Pilger als Opfergabe hinterlassen haben. Die Stadt ist viel älter als die Tonfigürchen. Die Shangshung-Kultur soll ungefähr 1500 vor Christus entstanden sein und diese Burg war wohl jahrhundertelang Metropole des Shangshung-Großreiches. Jahrzehntelang war das Gebiet gesperrt und die wenigen Europäer, die vor mir da waren, hatten in erster Linie das oberflächlich gesehen, die buddhistischen Relikte. Aber dieser Ort ist viel, viel mehr. Das ist eine Art Machu Picchu des Himalaya. Und unter den buddhistischen Relikten finden sich die Spuren des vorbuddhistischen Bön-Reiches Shangshung. Diese Kultur ist um 650 nach Christus, nach erbitterten Kämpfen gegen Songtsen Gampo, den 33. König von Tibet, untergegangen. Aber die Erinnerung an die einstige Pracht dieser Stadt könnte der Ursprung der Legende vom verlorenen Paradies sein. Olmo Lungreng, so nannten es die Bön, Shambhala die Buddhisten und Hollywoods Vision erhielt den Namen Shangri-La. Die Wandmalereien sind relativ jung, nur wenige 100 Jahre alt. Und auch wenn sie auf seltsame Weise an christliche Heiligenbilder erinnern, eindeutig buddhistisch. In einigen wird trotzdem der schamanistische Einfluss des Bön deutlich. Für Bruno Baumann ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Er hat einen verschollenen Schatz der menschlichen Kultur gehoben. Vielleicht hat er sogar Shambhala entdeckt, den legendären Ort, an dem weise Mönche das geistige Erbe der Welt gehütet haben. Ein Paradies, das nicht entdeckt werden will, bis die machtbesessene Menschheit die geistige Reife erlangt hat, es zu verstehen und zu bewahren, so die Prophezeiung. Da erscheint es wenig erstaunlich, dass der Schleier nur ein wenig gelüftet wurde, das Geheimnis noch nicht gelöst ist. Für die Wissenschaft ein völlig neues Arbeitsgebiet. Es bleibt das Rätsel der Sutlej-Ruinen. Wie viele unbekannte Städte mögen noch in der Gebirgswüste verborgen sein? Die Entdeckung Shangshungs wirft in vieler Hinsicht neue Fragen auf. Welche Ideen und Weisheiten des untergegangenen Reiches leben bis heute im tibetischen Buddhismus fort? Steht gar der uralte Glaube der Bön vor einer Renaissance? Nächste Woche beginnt im ZDF eine spannende Expedition nach Ägypten. Dieses Land ist nicht länger ein Tummelplatz für europäische Schatzsucher. Ich bin kein Schatzsucher. Du tust es nicht wegen des Goldes? Nein, das ist ganz und gar nicht der Grund dafür. Das Geheimnis des Pharao ist sein Schicksal. Wenn du ihn nicht finden kannst, schafft es niemand. Howard Carter, die Jagd nach Tutanchamun. Nächsten Sonntag 19:30 Uhr im ZDF. Die
ZDF-Expedition wurde Ihnen präsentiert von Culture by Tabak. Neu im ZDF. Wir sind Frankfurt. Dieses Skelett, das er an der Startbahn gefunden hat, war sie das? Ja. Was ist da passiert? Die Spezialisten, Kripo Rhein-Main, Mittwoch 20:15 Uhr.